heiße Jana Böhme und bin bei der Perema sowie einer weiteren Tochterfirma der Infaxi als Prokuristin angestellt und darf zudem in meinem beruflichen Leben und im Ehrenamt bei den Wirtschaftsjunioren in Osnabrück im Vorstand aktiv sein. Wir sind ein etabliertes Beratungsunternehmen, das sich auf mittelständische Familienunternehmen spezialisiert hat. Und unsere Besonderheit ist unser interdisziplinäres Team. Wir sind hier am Standort rund 80 Mitarbeitende und schaffen es dadurch, uns auf die verschiedenen Herausforderungen und Anforderungen unserer Kunden immer individuell einzuspielen. Und das ist das, was es besonders macht. Zum Zweiten, glaube ich, können wir ganz gut Geschäftsmodelle skalieren. Und letztens kam das schöne Zitat auf: Wir sind ein 40-jähriges Start-up, weil wir doch immer wieder Neues erfinden und aus den Anforderungen am Markt neue Themen herausarbeiten und so unsere Kunden auch weiter voranbringen. Bei uns geht es eigentlich um die komplette Bandbreite. Sowohl wir intern als auch unsere Kunden arbeiten viel von Angesicht zu Angesicht, sowie hybrid, sowie komplett remote. Und deswegen hatten wir schon ganz, ganz viele Berührungspunkte. Und bei uns ist es ganz spannend zu sehen, dass durch unsere Beratungsdienstleistungen wir alle natürlich schon immer viel unterwegs waren und das seit vielen Jahren, aber in den letzten Jahren sich nochmal herauskristallisiert hat, wie ein guter Mix im Bereich der hybriden Arbeitswelten eigentlich gut funktionieren. Und genau dasselbe schaffen wir mittlerweile auch bei unseren Kunden zu platzieren und auch erfolgreich zu implementieren. Und da, glaube ich, sind die Themen Flexibilität und Individualität das Wichtigste, was man auf dem Schirm haben muss. Wir haben es geschafft, das Modell gut zu platzieren, indem wir die Themen Flexibilität und Individualität, glaube ich, auch mit Teamgeist gepaart haben und darauf geachtet haben, wie wir unsere Mitarbeitenden auch zukünftig gut an uns binden können. Sprich, wir haben die Entscheidungen nicht allein getroffen, sondern geschaut, was brauchen unsere Mitarbeitenden eigentlich und wie müssen wir die Rahmenbedingungen für eine positive und effiziente Zusammenarbeit hier schaffen, sowohl im digitalen Raum als auch hier vor Ort in unserem Büro, das wir mitten zu Beginn der Pandemiezeit bezogen haben. Also auch eine ganz spannende Herausforderung, der wir uns damals widmen durften und wo wir gelernt haben, man muss die Leute mit an Bord holen und gemeinsam ein Konzept entwickeln, das zukunftsfähig Zusammenarbeit ermöglicht. Selbstwirksamkeit bedeutet für mich die innere Überzeugung, bestimmte Situationen und gegebenenfalls Herausforderungen aus eigener Kraft heraus meistern zu können. Und Selbstwirksamkeit ist vielleicht so ein bisschen der Schlüssel, der das Schloss zu neuen Möglichkeiten öffnet. Und in meiner Rolle als Beraterin und Führungskraft bedeutet das immer auch, diese Fähigkeit zur Selbstwirksamkeit zu fördern. Ich glaube, da gibt es verschiedene Ebenen, auf die man einspielen muss. Wir haben beispielsweise in verschiedenen Bereichen einen Methodenkoffer, auf den alle jederzeit zurückgreifen können. So entsteht ein Wissensspeicher und ein Schatz an erprobten Methoden für die Praxis. Und ich glaube, schon das unterstützt an der Stelle Selbstwirksamkeit bei jedem Einzelnen. Und eine weitere Ebene neben vielen anderen ist sicherlich auch unser Onboarding, wo wir schauen, dass wir Mitarbeitende nicht nur in ihrem neuen Arbeitsfeld, sondern eben auch in der gesamten Organisation und im kompletten Team mit onboarden und zielgerichtet integrieren. Und zu all diesen Themen beraten wir eben auch unsere Kunden, denn ich glaube, am Ende zählt eins: Es muss authentisch und passgenau sein für das Unternehmen, für die Organisation und die Mitarbeitenden, die dort eben beschäftigt sind. Ich glaube, auch da gibt es wieder verschiedene Bereiche, aber gerade das Thema Mitarbeiterbindung ist hier, glaube ich, neu zu betrachten und zu analysieren. Ich habe letztens eine Studie gelesen, laut der nur 15% der Beschäftigten in Deutschland eine hohe emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber haben. Und das hat in mir schon einiges ausgelöst, weil ich mich gefragt habe, wie kriegt man das eben auch verstärkt und wie kriegt man das eigentlich hin, wenn man eben remote arbeitet? Und vielleicht in Bezug auf die Führungskräfte, die wir ja auch gerade schon mal thematisiert haben, denke ich, dass man einfach das Thema Führung neu reflektieren muss und neue Themen in den Fokus rücken, ganz automatisch, aber eben auch bewusst gerückt werden müssen. Und ein präzises Beispiel ist da vielleicht auch unser Qualitätssiegel attraktiver Arbeitgeber, bei dem wir Unternehmen genau
dabei unterstützen, diese Bindung zu stärken, individuelle Vorteile herauszuarbeiten und in den Fokus zu rücken, um die bestehenden Mitarbeitenden genauso zu begeistern wie Mitarbeitende, die man für sich gewinnen möchte. Und deswegen glaube ich auch da, Individualität und Authentizität schlägt am Ende und bringt das Ganze zum Funktionieren. Und Mitarbeiterbindung muss ganz einfach neu gedacht werden. Ich glaube, an der Stelle können wir eigentlich zum Anfang des Gesprächs nochmal zurückspringen und durch das Gespräch durchgehen, was wir heute schon so besprochen haben. Ich glaube, wichtig ist es, die eigenen Mitarbeitenden mit ins Boot zu nehmen. Und an der Stelle auch für sich selbst, für die Führungskräfte, die Mitarbeitenden und die gesamte Organisation zu definieren, was bedeutet Remote-Arbeiten bei uns hier im Unternehmen, hier in der Organisation. Und dann kann ich nur sagen, Unterstützung von außen, also nochmal ein neutraler Blick, der Erfahrungsaustausch mit anderen Betrieben, mit jemandem, der berät, das sind die Themen, die am besten funktionieren, weil jeder Prozess im Endeffekt individuell ist und sicherlich von guten digitalen Tools gestützt sein muss. Also so die Hygienefaktoren müssen stimmen, aber dann geht es, wie so oft, um das Thema Kommunikation, Umsetzung, Führung und Individualität. Und von daher glaube ich, sind das die zentralen Ratschläge und sich da eben auch den Input von außen zu holen.